Hallo zusammen, heute gehe ich zum Hangrutsch bei Mössingen. Das ist der größte Hangrutsch seit 100 Jahren in Baden-Württemberg. 4 Millionen Kubik Kalkstein sind damals abgerutscht. Das war 1983. Hinterlassen hat der Erdrutsch eine 50 Hektar große Fläche von der Urlandschaft, die mittlerweile wahrscheinlich etwas bewaldet ist. Das werde ich mir heute anschauen. Auf jeden Fall wird es sehr spannend sein, wie das Ganze ausschaut. Tatsächlich sieht man den Erdrutsch von meinem Balkon aus. Das heißt, es hat mich schon immer interessiert, wie der ausschaut, weil der reflektiert ein bisschen, weil er weiß ist, immer im Sonnenuntergang. Und ja, viel Spaß bei dem Video. Der Erdrutsch ist etwa 500 Meter vom Parkplatz entfernt, also in 15 Minuten ist man hingelaufen. Es gibt einen oberen Teil und einen unteren Teil und man kann eine echt schöne Rundwanderung hier machen. In der Gegend gibt es sehr viele Tiere, es ist ein Naturschutzgebiet, also ich habe schon einige Frösche gesehen und ja, ich meine, Eichhörnchen sieht man eigentlich immer. Es gibt viele Vögel und ein paar coole Pflanzen und scheinbar gibt es auch ein paar Seen. Also für so eine kleine Wanderung ist die Aussicht, finde ich, auch sehr schön. Und für das, dass man nur ungefähr 10 Minuten bis hierher läuft, ist es echt eine tolle Sache. Die ganzen Erdrutsche selbst, also der Schutt, ist nicht mehr so richtig erkennbar, der ist zugewachsen. Aber die obere Abbruchkante ist sehr gut zu sehen. Und von dem Weg unten zwischenrein sieht man ganz schön auch, wie die Segelflieger starten, falls euch das interessiert. Hier links von mir sieht man den Bergrutsch, also den oberen Teil davon, die Abbruchkante. Wie ihr vielleicht seht, sieht man die nicht sonderlich gut. Das liegt daran, dass die Buchen noch die Blätter haben. Wahrscheinlich ist es besser, hier im Winter herzukommen, weil man einfach keine Blätter hat, keine Bäume hat und es einfach besser sieht. Dafür ist der Wald hier sehr schön im Sommer. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, wie so ein Schuttfeld konkret ausschaut. Also es sind einfach nur Steine von der Schwäbischen Alb, die herabgestürzt sind. Mittlerweile sind die wieder überwachsen. Es gibt auch teilweise natürlich Wald, der mit abgestürzt ist, noch steht. Und hier drunter gibt es auch begrabenen Wald, also Wald, der einfach zerquetscht wurde sozusagen. Wir sind jetzt auf der oberen Strecke unterwegs. Tatsächlich sieht man hier leider nicht so gut den Hangrutsch. Die Aussicht ist der Hammer, aber ansonsten auch wunderschön. Natürlich geht es ein bisschen weiter hoch und es liegen noch ein, zwei Bäume, an denen man vorbeilaufen muss. Ansonsten absolute Top-Empfehlung für die Aussicht und für die Wanderung. Der Wald ist hammerschön. Ja, also das, was man hinter mir sieht, ist ungefähr das Einzige, was man hier oben von der Abbruchkante sieht. Dafür ist die Aussicht wunderschön.
Aktuell soll der Weg noch gesperrt sein. Also den ich jetzt gelaufen bin, direkt vom Parkplatz, die 15 Minuten, hatten keine umgefallenen Bäume. Aber am 24.08. gab es hier einen Sturm, der hat zahlreiche Bäume entwurzelt, wie ihr sehen könnt. Und es liegt einfach daran, dass wir hier auf der Schwäbischen Alb diesen steinigen Boden haben mit relativ wenig Erde. Die können nicht super gut greifen teilweise. Vor allem hier in diesem Erdrutsch nicht, weil es hier noch nicht so viel Humus gibt. Und dann gibt es hier sehr viele Bäume, die umfallen. Es war auch ein Ereignis mit Starkregen und Sturm. Das heißt, es war eine Kombosache. Es hat auch sehr viele andere Bäume umgerissen. Aber hier sieht man es, finde ich, sehr schön. Ja, mein Fazit für diese kleine Wanderung, für diesen Sonntagsausflug ist, lohnt sich auf jeden Fall, ist sehr schön, man kann viel entdecken, also es gibt überall Steine, auch für Kinder gibt es viel zu sehen und viel zu erleben. Es gibt überall kleine Hütten, Felsen und Baumstämme und Moose, natürlich ein paar schöne Aussichten. Und wenn man nach oben geht, ist die Aussicht noch besser. Und den kleinen Bach unten rum, der ist auch sehr schön. Allgemein ist der Wald sehr schön und zwischendurch hat man eben den Ausblick auf diese krasse Klippe von dem Bergrutsch. Also ja, kann ich empfehlen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo hinterlasst und die Glocke aktiviert, dass ihr nächstes Mal kein Video verpasst. Bis dann, ciao!